Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuesten Video von den Minis von der Gerlinger Mühle. Heute wieder mal aus der Fohlenwiese. Etwas verschlafen heute. Die Fohlen liegen alle oder fast alle in der Wiese und pennen, weil es auch jetzt gerade die Sonne schön rausgekommen ist. Es ist relativ warm. Die letzten Tage hat es jetzt ziemlich viel geregnet. Wir sind ja froh drum. Man muss ja echt richtig glücklich sein, wenn Regen kommt. Die Wiesen waren halt super trocken, aber es hat jetzt gut geregnet. Von daher hoffe ich, dass jetzt mal alles gut wächst und auch die Bauern ganz gut Heu machen können und Futter machen können und ihre Tiere gut versorgt bekommen, dass es jetzt ein bisschen alles in Schwung kommt. Ja, ich wollte euch heute mal endlich die Namen sagen von unseren letzten 2 Fohlen, von den jüngsten. Wir haben ja super viele Vorschläge von euch bekommen, also richtig, richtig gut. Wir haben die auch alle angeschaut und überlegt. Es waren natürlich auch viele Vorschläge dabei, die wir schon hatten. Also gerade auch für das Fohlen von Peach ist unheimlich oft Gilbert oder Gustav vorgeschlagen worden. Ein Gilbert hatten wir halt letztes Jahr und einen Gustav vorletztes Jahr. Und ja, nach viel hin und her, also unsere Kinder haben dann sich entschlossen, ihn Gin Tonic zu nennen. Das gefiel ihnen gut. Deswegen, er liegt hier vorne ganz links und schläft, da steht Peach. Vorne die schwarze Stute und rechts daneben liegt er. Ich zeige ihn euch gleich noch mal aus der Nähe. Und dann hatten wir ja noch, Hilke wälzt sich gerade da hinten, also die Stuten legen sich jetzt auch alle hin. Ich zeige es euch mal eben ein bisschen aus der Nähe. Wie gesagt, hier vorne Peach mit Gin Tonic. Das ist Purzel dahinter. Die Graufarbstute, das ist Silke, die bekommt auch noch ein Fohlen vom Pantau. Hier kommt schon wieder Emmy auf mich zugelaufen, wie immer, sobald jemand auf der Wiese ist. Die ist halt super zutraulich und menschenbezogen. Da ist sie schon, na Emmy. Und ja, das ist Purzel. Und da liegt der kleine Gin Tonic und schläft tief und fest. Ah, jetzt ist er gerade wach geworden. Ja, bleib ruhig liegen. Oh, jetzt haben wir ihn aufgescheucht. Der ist halt super hübsch auch. Ganz schöner Falbe. Ganz klein, aber ganz korrekt. Schönes Köpfchen. Jetzt legt er sich ein bisschen näher an Mama vielleicht dran oder doch mal erst trinken. Schlafen, trinken, schlafen, trinken. Ich werde hier schon wieder belagert. Rechts von Purzel, links von Emmy. Die knabbern mich an. Gin Tonic, guck mal, von da hinten und legt sich jetzt einfach näher zu Mama hin. Er ist jetzt einfach müde. Möchte nicht gefilmt werden, möchte schlafen. Ja, da vorne steht Jilke. Wie gesagt, die ist noch tragend vom Pantau. Genauso wie Hadassa hier rechts, die Braunfalbscheckstute. Und Ginny, das ist die weiße, die Cremello-Stute da hinten. Die bekommt noch ein Fohlen von Greystone. Da brauchen wir also auf jeden Fall wieder G-Namen, weil Mutter Ginny, Vater Greystone, also fängt dann auf jeden Fall, ich werde hier die ganze Zeit beknabbert, fängt dann auf jeden Fall mit G an, egal ob es ein Stute oder Hengstfohlen wird. Ganz links am Rand sieht man Piccolino. Und da vorne, neben seiner Mama, neben Peppa, der zweite Namenlose. Noch Namenlose, nicht mehr lange, denn der Name ist super oft vorgeschlagen worden. Jetzt legt er sich auch hin. Hier leg dich ruhig. Der Name ist super oft vorgeschlagen worden. Ich meine, wie sollte er auch anders heißen? Pünktchen. Also ich hatte Pünktchen eigentlich immer so mit einem Stutfohlen in Verbindung gebracht. Ich denke mal, es geht für beides, Stut- und Hengstfohlen. Also eine Freundin von mir hat auch einen Kater, der Pünktchen heißt. Und deswegen, ich meine, wie kann der anders heißen? Bei dieser Zeichnung ist das einfach Pünktchen geworden. Da sieht man nochmal richtig gut die Punkte. Ist halt total witzig. Vorne gescheckt, also die Scheckung hat er von Pantau, von seinem Vater. Es haben übrigens auch sehr, sehr viele gefragt, ob ich die Hengste mal vorstellen kann. Das werde ich auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit mal machen. Euch die Hengste mal genauer zeigen und was zur Farbe erzählen und warum ich wann welchen Hengst einsetze. Also das ist auf jeden Fall geplant. Da kommt auf jeden Fall noch was zu. Ganz viele haben auch nach Herzblatt von Anita gefragt. Auch dazu werde ich noch ein Video machen. Jetzt nächste Woche, wenn das Wetter gut ist, denke ich. Ja, und da liegt Glückspilz. Der ist ja schon echt groß und ein Brummer. Inshima hat übrigens auch diese Punkte hinten auf dem Popo, wie man sieht. Nicht so viele. Die ist halt auch eine reinerbige Schecke. Das heißt, jedes Fohlen von ihr wird immer ein Scheckfohlen, egal welche Farbe der Vater hat. Sie vererbt das Gen immer weiter. Und genauso wird das hier bei Pünktchen auch sein. Also ich bin mir relativ sicher, dass er auch einfach ein reinerbiger Schecke ist. Und da sieht man mal den größten Unterschied zwischen Glückspilz und Pünktchen. Die stehen jetzt fast nebeneinander. Also Glückspilz ist halt schon echt riesig dagegen.
Pünktchen, dafür, dass er halt auch gute 2,5 Wochen zu früh geboren ist, ist er eigentlich auch schon recht proper. Aber der Größenunterschied ist schon verrückt. Da liegen ja gerade mal 3 Wochen ungefähr zwischen den beiden Geburtsterminen. Das ist schon witzig. Ja, seid ihr da auf jeden Fall mal auf dem neuesten Stand, was die beiden Namen angeht. Da kommt Glückspilz jetzt gerade. Hat er sich erschrocken. Knabbert mich jetzt an. Pünktchen trinkt, glaube ich, mal wieder, wie immer. Hier ist Glückspilz. Der ist halt, wie gesagt, schon echt groß gegen die anderen. Da ist nochmal Gin Tonic, rechts Purzel, trinken auch beide. Da hinten Euranka mit Emmy im Schlepptau. Also hier auf dieser Wiese steht natürlich aktuell kein Hengst. Wir lassen die Stuten auch nicht jedes Jahr wieder bedecken. Also es entscheiden wir so ein bisschen danach, wie viele Fohlen hatten sie jetzt in der Vergangenheit, wie sehen die Stuten aus, sind die gut im Futter, sind sie etwas schmaler jetzt mit Fohlenbeifuß, also unsere sind ja eher immer gut im Futter, muss man ja sagen. Wie war die Geburt, war es eine einfache Geburt, war es eine schwierige Geburt, und danach entscheiden wir so ein bisschen, welche Stute wieder zum Hengst geht. Also hier Wendy zum Beispiel, die soll jetzt demnächst wieder zum Hengst, die hat er doch super problemlos abgefohlt, hatte auch vor 2 Jahren noch eine Fohlenpause. Ja, Peach, das ist ja ihr erstes Fohlen gewesen. Da warten wir jetzt aber noch mal ein bisschen ab. Die kann sich jetzt erstmal mit ihrem Fohlen ein bisschen eingewöhnen. Die wird, wenn dann was später zum Hengst gehen. Und Decora wird wieder zum Hengst gehen, da hinten mit Piccolino. Die hatte auch vor 2 Jahren Pause. Euranka hatte letztes Jahr Pause mit Emmy da hinten. Also die wird wahrscheinlich auch wieder gedeckt werden. Ja, so entscheiden wir das immer so ein bisschen spontan. Bei Enshima ist es noch unklar, bei Pepper ist es noch unklar, da warten wir ein bisschen ab. Da kommt Purzel wieder. Jetzt werde ich von hinten und von vorne angeknabbert. Purzel ist halt eh immer der Erste, der da ist. Purzel und Emmy eigentlich. Und hier hinten habe ich noch Glückspilz, der natürlich auch wieder hier ist. Ja, so ist der Stand. Ich denke, das nächste Fohlen, das kommen wird vermutlich da hinten steht sie, von Juna sein. Die hat schon ziemlich viel Euter. Die steht da gerade mit Lucy. Lucy bekommt auch noch im Mai ihr Fohlen von Pantau, aber da wird es noch ein bisschen dauern. Also ich tippe mal auf Juna, dass da das nächste Fohlen kommen wird. Da könnt ihr euch schon mal Gedanken machen. Das wird nämlich richtig schwierig. Und zwar ein Stutfohlen, also Juna schreibt man mit Y. Also ein Stutfohlen müsste mit Y anfangen und ein Hengstfohlen auch mit G, weil sie auch von Greystone gedeckt ist. Also da gerne schon mal gerade mit Y. Jetzt knabbern die beiden sich mal gegenseitig statt mich. Aber doch, ne, ich bin doch interessanter. Glückspilz kriegt halt auch langsam Zähne. Und ja, mit Y wird halt super schwierig. Also da, sobald das Fohlen da ist, sage ich euch natürlich eh Bescheid. Und werde euch das dann eh direkt sagen und ganz bestimmt nochmal nach Namensvorschlägen fragen. Also wir haben auch nie vorher schon Namensideen für die Fohlen, weil ich muss die Fohlen sehen, damit ich einen Namen dazu finde. Also wie zum Beispiel jetzt bei Pünktchen. Also der Name muss halt auch irgendwie zum Fohlen passen. Früher haben wir uns vorher schon Listen gemacht oder schon Namen ausgedacht. Ein Stutfohlen von der Stute soll so heißen. Und dann kamen Purzel hier wieder. Dann kamen die Fohlen auf die Welt und die Namen passten irgendwie gar nicht. Wir haben uns doch nochmal umentschieden. Deswegen mache ich das nicht mehr. Ich habe so bestimmte Namen schon länger im Kopf und denke mir immer, wenn ein Fohlen kommt, wo der Name passt, dann wird er vergeben. Aber wir legen das nicht vorher fest. Also wir warten immer ab, bis es da ist. Wie jetzt bei Pünktchen zum Beispiel. Also ich hätte niemals gedacht, dass da ein Hengstfohlen mal Pünktchen heißen wird. Aber es passt jetzt einfach perfekt, wie man jetzt auch wieder sieht. Die Farbe ist halt echt der Knaller. Ja, Glückspilz genauso. Der Name hat ja auch eine Bedeutung. Einfach weil die Geburt ja so ein bisschen schwierig war und er ja wirklich ein Glückspilz war. Dass da gerade meine Freundin, die Anita, auf die Kamera geguckt hat und die Geburt mitbekommen hat. Deswegen war er halt auch wirklich ein Glückspilz. Und so entstehen halt viele Namen. Also es ist immer so. Purzel stand relativ schnell fest, kurz nach der Geburt. Allerdings hat den Namen eine Freundin von unserer Tochter vorgeschlagen, schon relativ am Anfang. Und dann haben wir noch eine Abstimmung machen lassen, weil dann Purzel, Pinsel war auch so eine Idee, wegen dem Strich auf dem Rücken. Aber es ist dann bei Purzel geblieben. Pinsel steht allerdings auch noch an für irgendein Fohlen mal. Wenn es passt, den Namen finde ich auch super witzig. Ja, jetzt sind alle müde, legen sich nach und nach hin. Glückspilz, Pünktchen liegt, Gin Tonic liegt, Piccolino schläft im Stehen. Der legt sich bestimmt auch gleich hin. Der hat halt auch, das ist ja auch ein Pantau-Fohlen,
der hat halt auch diese typische Zeichnung. Also das ist das typische Pantau-Fohlen. Vorne und hinten Farbe und in der Mitte weiß. Also so sehen die Scheckfohlen von ihm fast alle aus. Außer jetzt hier Pünktchen, der ja dann hinten die Punkte statt kompletter Farbe bekommen hat. Aber ansonsten, es gibt ganz, ganz viele Fohlen von ihm, die so aussehen. Letztes Jahr hatte die Cora ein einfarbig braunes Fohlen vom Pantau. Und davor hatte sie einen Palomino-Schecken, der auch so gezeichnet ist ungefähr wie Piccolino. Das war der Pepino. Der Name ist auch super oft vorgeschlagen worden, Pepino. Aber wie gesagt, haben wir halt schon gehabt. Genauso Pepsi, Pino, Pinocchio, ja, Pantau. Also ganz viel Namen haben wir halt schon gehabt. Das ist so, weil das könnt ihr natürlich nicht wissen. Die Namen haben uns halt auch immer gut gefallen und die werden halt auch oft vorgeschlagen. Jetzt kommt Wendy gerade zu mir. Guckt mal, was Purzli hier macht. Jetzt hat er auch mal Durst. Wenn die Milchbar schon mal da ist, kann man auch direkt mal was trinken. Bietet sich ja an. Ja, jetzt seid ihr erstmal auf dem neuesten Stand, was das angeht. Und würde mich halt super freuen, wenn ihr weiter reinschaut und vielleicht auch den Kanal abonnieren würdet, dass ihr immer direkt Bescheid wisst, wenn was Neues kommt. Ich werde euch auf jeden Fall hier immer auf dem Laufenden halten, was unsere Fohlen angeht, was jetzt die Decksaison angeht, was unsere Hengstwahl angeht. Ja, wie gesagt, zu Herzblatt von Anita wird es auch noch mal was geben. Die ist ja im Moment auch noch bei uns. Ist ja im Moment noch unklar, wann sie nach Österreich reisen kann. Und ja, viele Grüße auf jeden Fall von uns und den Ponys und hoffentlich bis bald. Danke fürs Zusehen.